Herzlich willkommen auf meinem Kanal Studio Bonn. Mein Name ist Michael. Heute geht es um Flächenleuchten, DIY Light Panels. Ich möchte euch jetzt nicht zu lange auf die Folter spannen, das nachfolgende Video ist lang genug. Gehen wir direkt in medias res. Also, es geht um diese SMD-LED-Streifen. 5 Meter konfektioniert normalerweise, mit 300 SMD-LEDs bestückt, hell wie die Hölle. Und na gut, die erste Lieferung konnte ich wieder zurückgehen lassen, weil die war mehr gelb und vor allem die Hälfte der SMD-LEDs funktionierte einfach nicht. Ich bekam dann postwendend, also nach weiteren 6 oder 7 Wochen aus Hongkong, entsprechend neue Ware, und die hat es dann wirklich in sich. Halbwegs neutral weiß, aber alles funktioniert. Ich habe euch den Prototyp davon ja schon mal vorgestellt, den hatte ich schon mal gezeigt. Das ist hier dieses schmale Blech, 50 x 12 cm in der Größe. Da passen exakt 10 Streifen A30 LEDs drauf, also insgesamt 300 LEDs, und das ist wirklich mächtig hell, da kann man ganz gut mitarbeiten. Es haben sich aber dann relativ schnell Nachteile herausgestellt, und zwar die Temperatur. Die Temperatur, die stieg an zwischen 65 und 70 Grad auf der Rückseite. Das ist also ultra heiß, man kann es nicht mehr anfassen, so heiß ist das, und das kann man nicht gebrauchen. Die Lebensdauer der Lampen lässt extrem nach. Die sinkt von 50.000 Stunden, die angegeben ist, auf 1000 oder auf 500, möglicherweise 250, wenn es noch heißer wird, oder sie gehen direkt kaputt. Da muss man also tierisch aufpassen. Zweite Sache, die Farbstabilität. Wenn die Lampen kühl sind, haben sie eine andere Lichtfarbe, als wenn sie warm sind. Das verändert sich zwar nur leicht, kann aber nachher bei Aufnahmen entsprechend störend wirken. Und drittens, der Stromfluss. Das heißt, wenn die wärmer werden, ziehen die mehr Energie. Das heißt, wenn man diese Lampen mit Akku betreibt, dann wird der Akku schneller leer. Kann man natürlich auch nicht gebrauchen. Wie kann man das am besten kühlen? Ich dachte erst an Lüfter auf der Rückseite, aber das hat dann den Nachteil, dass es natürlich Geräusche verursacht. Und das kann man am Filmset nicht gebrauchen. Dann bin ich auf eine sogenannte Konvektionskühlung gekommen, das heißt Kühlrippen. Die Kühlrippen habe ich dann im Internet gesucht und bin dann sehr schnell bei der Firma Allutronic hängen geblieben, die diese Kühlrippen anbietet. Und nach kurzem E-Mail-Verkehr bekam ich tatsächlich von der Firma einmal so ein Kühlrippenteil, wie ich es benötige, in schwarz eloxiert zur Verfügung gestellt. Recht herzlichen Dank dafür nochmals. So, jetzt sind wir aber soweit, denke ich mal. Wir fangen direkt an. Lehnt euch zurück. Es dauert ein bisschen was. Es ist hochinformativ und ich hoffe, es macht euch ein bisschen Freude. Wir beginnen natürlich mit diesem einfachen Aluminiumblech, 1,5 mm stark, 50 x 12 cm. Dazu kommt dieser Kühlkörper von Allutronic mit dem Maß 45 x 10 cm. Das ist die Kühlfläche, die wir benötigen. Das Maß des Kühlkörpers übertragen wir auf das Blech und fangen dann an, Löcher dadurch zu bohren, und zwar 10 Stück. Das Blech und der Kühlkörper sollen nämlich miteinander verschraubt werden. Natürlich benutzen wir Bohr- und Schneidöl während des Bohrvorgangs. Das schont das Material und die Löcher sehen einfach super geil aus. Nachdem wir die Löcher alle durchgebohrt haben, müssen wir diese übertragen und fangen dann an, mit 4,2 mm entsprechende Löcher in den Kühlkörper zu bohren. Mensch, das hat richtig wehgetan. So ein schönes Aluminiumstück so jungfräulich zu durchbohren, naja, muss ja sein. 4,2 mm Löcher deswegen, damit wir mit einem M5 Gewindeeisen entsprechende Gewinde einschneiden können. Das ist gar nicht mal so schwer. Mit mäßigem Druck anfangen zu drehen, irgendwann packt das Ganze, und wenn man dann weiter dreht, schneidet man auf die Art und Weise ein Gewinde rein. Zwischendurch mal vor und zurück bewegen, damit löst man die Späne und es geht fortan wieder leichter. Nachdem wir das 10-mal gemacht haben, wieder die 10, überprüfen wir das, indem wir eine M5-Schraube entsprechenderweise mal einführen und einschrauben und wieder rausholen. In der Regel ist es aber kein Problem. Das probieren wir aber trotzdem 10-mal. Haben wir das gemacht, dann müssen wir jetzt dafür sorgen, dass die offiziellen Schrauben, die wir benutzen, bündig mit dem Blech abschließen. Dazu nimmt man diesen, ich glaube Senker heißt dieses Bauteil. Damit wird halt ein konisches Loch praktisch geschnitten in das bereits vorhandene Loch. Das heißt, der Rand wird so abgeschrägt, dass er dem Winkel der Schraube entspricht.
Wenn es noch nicht tief genug war, wie in diesem Beispiel, dann muss man das halt noch ein bisschen nachsenken oder bohren. Was sagt man da? Ich weiß es nicht. Egal, auf jeden Fall so tief gehen, dass halt die Schraube so weit versinkt, dass sie bündig abschließt, wie jetzt im Fall. Das machen wir natürlich auch 10-mal. Haben wir das Ganze hinter uns, dann können wir die ganzen Schrauben natürlich versenken. Schön kräftig anziehen, an diese Schrauben kommen wir später nicht mehr dran. Bitte nicht vergessen. Jetzt noch an der Unterseite ein 1/4 Zoll Gewinde anbringen, damit man dort einen Stativanschluss praktisch damit schafft. Jetzt müssen wir noch ein sehr großes Loch bohren. Daneben sieht man direkt 2 M3 Gewinde. Das Ganze dient der Aufnahme einer XLR Einbaubuchse. Ich habe ein XLR System gewählt, weil das ein relativ stabiles System ist und das benutze ich bei mir nur intern. Also ich brauche keine Angst zu haben, dass sich da jemand irgendwie falsch mit verschaltet oder so. Da die Kontaktierung auf den SMD-LED-Streifen auch auf der Unterseite durchgeht, habe ich mir gedacht, ich will da jeglichen Kurzschluss oder Kriechstrom vermeiden. Das heißt, ich klebe diese SMD-LEDs nicht direkt auf blankes Metall, sondern vorher kommt da eine entsprechende schwarze Folie dran. Die muss natürlich so aufgeklebt werden, dass sie komplett ohne jegliche Luftblase drauf ist. Das heißt, schön mit dem Daumen oder mit einem Rakel entsprechenderweise nachdrücken, dann funktioniert das Ganze ganz gut. Ich habe die Folie absichtlich wesentlich größer geschnitten, als dieses Blech selbst groß ist, weil dann hat man die Möglichkeit, ein super edles Finish hinzukriegen, und zwar mittels einer Rasierklinge. Wenn man diese nämlich im annähernd 45°-Winkel direkt auf der Kante des Aluminiumblechs ablegt oder abzieht, dann kann man auf die Art und Weise einen ganz edlen, feinen Alurand schaffen. Hinterher sieht das Ganze nämlich so aus, als ob die Folie, die darauf verklebt wäre, um 0,5 mm kleiner wäre als das Blech. Das könnte man A nicht so schneiden und B nicht so aufkleben, damit es so toll aussieht. Also da bin ich richtig stolz drauf, das sieht richtig geil aus. So, alle Ränder werden natürlich auf die Art und Weise abgeschnitten. Jetzt müssen wir einen Mittelstrich ziehen bei 12 cm, die Hälfte, das macht, ja, 6 cm. So, nachdem wir so 2, 3 kleine Markierungen gemacht haben, nehmen wir dann natürlich eine große Latte in die Hand und können dann diesen Strich auf dieser Folie ziehen. Ja, da sind sie jetzt, unsere SMD-LED-Streifen. 5 Meter lang. Also müssen wir da 10 Stücke schaffen. Wir können diese trennen, indem wir die mit einem Seitenschneider auseinanderschneiden. Kann man auch mit einer Schere, aber Seitenschneider, habe ich festgestellt, geht wesentlich einfacher. Das Ganze macht man natürlich, ja, eigentlich 9-mal, aber ich habe es 10-mal gemacht, weil der Hauptanschluss, der dran war, den habe ich auch abgeknipst. Ich wollte das Wenn komplett einheitlich gelötet haben. Dann sieht es halt ein bisschen professioneller aus. Wenn man die jetzt alle auseinandergeschnitten hat, dann müssen wir natürlich die Lötstellen freilegen. Diese Kunststoffoberfläche, die da drauf ist, die kann man nicht mit einem Lötkolben irgendwie wegbrennen oder so. Das heißt, man muss die wirklich vorab mechanisch entfernen. Mit sehr hohem Druck, aber nicht so einem hohen Druck, dass man direkt die Platine mit zerschneidet. Also da muss man schon Fingerspitzengefühl beweisen. Hat man die von hinten so ein bisschen angeknibbelt, dann kann man die im Idealfall dann nach vorne abziehen. Wenn dabei ein bisschen von der Platinenoberschicht weggeht, dieses Weiße, was man da sieht, das ist weiter nicht schlimm, aber die Kupferkontakte auf der Unterseite dürfen auf keinen Fall beschädigt werden, weil sonst kein Stromfluss mehr stattfinden kann. Das Ganze machen wir wie oft? Hat man schon mal, ne? 10-mal.
jetzt können wir uns auch der Vergabelung widmen. Ich habe zwei Farben gewählt für Plus und Minus, einmal blau für Plus, schwarz für Minus, weil ich hatte mal wieder nichts anderes da. Da müssen wir jetzt erstmal die Anschlüsse ein bisschen vorlöten. Ich nehme dann noch Lötfeld. Ich weiß, es ist verpönt, aber mein Gott, ich benutze es. Was soll's? Ich habe das nicht gelernt, deswegen darf ich das. So, also wir verzinnen das, was wir vorher verdrillt haben, und anschließend schneiden wir fast alles wieder ab. Wir schneiden also so viel ab, dass noch gerade so viel übrig ist, wie auch so ein Lötpunkt auf den entsprechenden Streifen zu sehen ist. Das machen wir für den Pluspol 10 Mal und für den Minuspol machen wir das dann auch 10 Mal. Jetzt können wir beginnen, die einzelnen kleinen Käbelchen anzulöten. Erstmal natürlich den Pluspol und danach den Minuspol, obwohl die Reihenfolge ist vollkommen egal, klar. Nur nicht verwechseln, ist auch schon klar. Das machen wir jetzt für den Pluspol 10 Mal und für den Minuspol machen wir das auch 10 Mal. Anschließend haben wir ein Ergebnis, was genau so aussieht. Können wir jetzt die Streifen aufkleben? Natürlich nicht. Warum? Weil die noch minimal größer als 50 cm sind. Wir müssen uns darauf einigen, dass wir hinten ein gleichmäßiges Stück abschneiden, damit nachher auch alle am gleichen Ende ankommen. Es gibt da so eine Plus-Minus-Markierung für die Polarität. Wenn man genau auf dem Plus- und Minuszeichen durchschneidet oder abschneidet, dann kommt man auf eine ideale Länge. Und das machen wir 10 Mal. Nach den 10 Mal können wir jetzt endlich den ersten Streifen aufkleben. Wird ja so langsam mal Zeit. So, den müssen wir natürlich super exakt der Linie, die wir vorher da aufgezeichnet haben, angepasst aufkleben. Weil nach diesem Streifen werden alle anderen Streifen ausgerichtet. Würde der also irgendwo einen kleinen Bogen machen oder ein klein bisschen schief sein, das würde sich bei den anschließenden 9 Streifen entsprechenderweise fortsetzen und das würde wirklich ganz schlimm aussehen. Also da muss man sehr präzise aufpassen. Wenn man das aufklebt, das kann man erstmal so anheften in Anführungsstrichen. Wenn man sich aber sicher ist, dass er jetzt so in der Position liegen bleiben soll, dann drückt man den bitte mit mehreren Fingern recht fest nochmal an, weil dadurch wird die Klebkraft erst etwas besser hergestellt. Ich glaube, bei diesen 3M Klebestreifen, die da drunter sind 8 bis 24 Stunden dafür ausschlaggebend, dass die Klebkraft sich wirklich komplett zu 100% einstellt. So, nachdem wir jetzt den ersten da aufgeklebt haben, können wir die übrigen Streifen genau nach diesem ausgerichtet dort auch aufkleben. Insgesamt machen wir das also mal wieder 10 Mal. So sollte das Ganze dann fertig aussehen. Im Hintergrund sehen wir meinen Prototyp. Da sieht man, was ich dann mit den Kabeln gemacht habe. Ich habe die jeweils auf einen Punkt geführt und zusammengelötet. Das ist nicht so doll geworden. Die mechanische Belastung auf die Lötpunkte ist enorm hoch. Also, ich habe jetzt hier die Kontakte abgeschnitten zum Teil und dann an einem Schweißdraht festgelegt. Und dann entsprechenderweise umgebogen nach hinten. Auf
die Art und Weise sind die Kontakte auf der Vorderseite entlastet und wir haben zwei Pole, an die wir dann den XLR-Anschluss mit den Kabeln anlöten können. Jetzt müssen wir natürlich die Kontakte auch noch irgendwie gegen Kurzschluss und mechanische Belastung schützen. Dementsprechenderweise bin ich hingegangen und habe das mit Silikon oder mit Acryl, ich weiß jetzt gar nicht, was ich da genommen habe, ich glaube Acryl war das da, habe ich das Ganze dann unterspritzt, überspritzt und dann ja mit einer Schutzschicht überzogen, kann man sagen. Auf der Vorderseite wollen wir die Kontakte natürlich auch schützen. Da habe ich erstmal so ein Isolierband aufgeklebt, auch schön in die Ritzen reingedrückt, damit nachher das Silikon nicht irgendwie nach vorne hässliche Streifen bildet. So, und dann vorsichtig da die erste Lage aufgebracht und dann auch um die Kabel, die um die Ecke rumgehen, also um das Blech rumführen. Da habe ich dann auch noch eine Lage drüber gegeben, damit das Ganze da auch noch mal ein bisschen mechanisch mehr geschützt ist. Und das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Natürlich ein bisschen verschmieren mit Glasreiniger auf den Finger, dann flutscht das Ganze ganz gut. Ein bisschen reinigen, also das muss man schon ein paar Mal hin und her gemacht haben, damit das wirklich optimal funktioniert. Abschließend kommt dann nämlich noch ein kleiner Aluwinkel drauf, der das Ganze vor mechanischen Beschädigungen von außen schützt. Das ist nachher so eine kompakte, feste Einheit. Hier sehen wir nun das Endergebnis, das absolut fertige Produkt. Meine Messungen haben ergeben, dass die Temperatur, die vorher zwischen 65 und 70 Grad lag, reduziert wird auf 40 bis 43, 44 Grad. Also das ist jetzt eine Temperatur, die wirklich tragbar ist. Eingeschaltet, na gut, bringt jetzt ja nicht viel, das so zu zeigen, aber man sieht, es leuchtet ganz ordentlich. Ich bin jetzt hier im Kreise meiner lieben Leuchten. Einmal die 300er SMD-LED-Leuchte, dann hier im Hintergrund. Ich habe noch eine gebaut mit 243 LEDs. Der Kühlkörper, den ich da zur Verfügung hatte, der bot halt nicht mehr Platz. War auch viel mehr zu löten, jeweils 27 Anschlüsse. Viel mehr Arbeit. Ja, dann hatte ich aber noch ein paar LEDs übrig und da habe ich dann diese kleine Leuchte noch mitgebaut mit 24 LEDs, ebenfalls mit einem Kühlkörper. Den habe ich allerdings aus einem alten Computer, ich glaube ein 386er war das, habe ich das Ding rausgefuckelt und funktioniert einwandfrei. Ist das lachhaft? Überhaupt nicht. Damit kann man ideal kleinere Schattenpartien aufhellen oder halt, das kann man sehr gut für Nahaufnahmen einsetzen. Mein DIY Sunblaster, den ich euch das letzte Mal vorgestellt habe, ist fast ausschließlich hiermit, also diese Effektbeleuchtung ist fast ausschließlich hiermit gemacht worden. Die Hauptbeleuchtung, die kam übrigens hier von dem 300er. Okay, die Lichtfarbe, leider gibt es hier einen leichten lila Stich zu vermelden, aber da kann man auch noch was gegen machen. Li-Folie. Ich habe mich dazu entschieden, mit Folie zu arbeiten. Die kann man hier oben und unten ganz gut anklemmen. Und ich habe mich hier für Farbton 205 entschieden, aber das müsst ihr für euch selbst ausmessen, weil jede von dieser Lichterketten, will ich beinahe sagen, also von diesen LED-Stripes, hat natürlich einen leichten anderen Stich in diesem Billigsegment und da müsst ihr selbst gucken, mit was für eine Folie ihr arbeitet. Ich komme hier mit Ton 205, 206 oder 133 sehr gut zurecht. Das heißt, der lila Stich, der hier bei mir drin ist, wird damit hervorragend unterbunden und ich kann dieses System auch mit anderen Leuchten kombinieren. Hier jetzt mal ein kurzes Beispiel, wie sieht das denn mit der Folie aus? Das heißt, ich habe jetzt hier oben diese komischen Baumarktklammern, hier unten habe ich diese einfachen Halteklammern, die gibt es auch in klein. Ich habe jetzt noch nichts Vernünftiges gefunden, was da ganz nett aussieht. Wäscheklammern gehen natürlich auch, aber es kommt einfach nur darauf an, dass die Folie darauf hält. Na, vielleicht werde ich mir noch ein professionelles System überlegen, irgendwann später mal. Aber da werde ich dann kein Video drüber drehen, keine Angst. Wie man jetzt schön sehen kann, mit den Kugelköpfen kann man jedwede Position einwählen, die man benötigt, um für verschiedene Beleuchtungssituationen gerüstet zu sein. Eine berechtigte Frage ergibt sich noch. Warum benutze ich keinen Dimmer? Warum habe ich da keinen dazwischen geschaltet? Ganz einfach. Ich habe schon häufiger an Filmsets gestanden und mir ist da echt aufgefallen, die ganzen Leuchten, die da sind alle dimmbar und keiner dimmt.
Die stehen alle auf 100% und das funktioniert an für sich soweit ganz gut. Ich denke mal, wenn ich einen Dimmer brauchen sollte, dann werde ich mich um einen kümmern, der nicht mit PWM, also mit Pulswellenmodulation arbeitet, weil dadurch können diese LEDs anfangen zu flickern oder zu flackern und das bringt natürlich gar nichts. Das sieht man nachher auf dem Bild, dass er so ganz langsam so graue Streifen nach oben gehen oder nach unten gehen und das kann man natürlich auf dem Bild nicht gebrauchen. Wir sind durch. Oh, wir haben es geschafft. Endlich. Oh, hat ja lang genug gedauert. Okay, gut. Wer jetzt Zeit, Lust und Laune hat, sich so etwas selbst auch zu bauen, der kann gerne die Links benutzen, die ich unten entsprechenderweise eingetragen habe. Unter anderem natürlich von der Firma Allotronic oder die sogar an erster Stelle, weil ohne diesen Kühlkörper hätte dieses Projekt so überhaupt nicht realisiert werden können. Auf dieser Homepage von Allotronic gibt es übrigens auch einen entsprechenden Rechner. Das heißt, man trägt, falls vorhanden, die Daten seiner LEDs ein und da kommt hinten als Ergebnis im Prinzip raus, was für einen Kühlkörper oder was für eine Kühlfläche man benötigt. Das finde ich wieder genial. Konnte ich leider nicht nutzen. Ich habe halt dieses Billigangebot aus Hongkong genommen, diese LEDs. Da ist ja keine Beschreibung dabei. Deswegen war das so eine Pi mal Daumen-Geschichte. Aber es hat wirklich hervorragend funktioniert und die Wärmeableitung, die spricht ja wirklich für sich. Okay, das nächste Projekt, was jetzt ansteht, wird ein bisschen was dauern. Und zwar geht es um ein wirklich hochprofessionelles und well-designtes Rig. Ja, mal wieder ein Rig, diesmal für meine Sony AX100. Da freue ich mich sehr drauf. Aber da sind erstmal die Grundplanungen erfolgt und es wird auch einen Materialmix diesmal geben aus Aluminium und auch aus Holz. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, ich freue mich auch über Abonnenten, das ist ja schon klar. Und ich verbleibe aber ganz einfach mal wie üblich. Bis demnächst.